In den letzten Jahren schauen sich immer mehr und mehr Familien nach Alternativen zum traditionellen Schulsystem um. Durch verschiedene neue Lebensumstände ist es für viele nicht mehr möglich oder attraktiv, dass die Kinder in einer traditionellen Schule unterrichtet werden. Als ehemalige Lehrerin ist es mir ein besonderes Anliegen, nicht nur den akademischen Prozess dieser Kinder zu begleiten, sondern mich auch mit neuen Lebensumständen von Familien vertraut zu machen. Auswanderer, reisende Familien stehen vor einer besonderen Herausforderung, nämlich, wie lernen Kinder in einer neuen Umgebung? Ein Paar ganz besonders, die diese Balance zwischen Arbeit, Reisen und Erziehung sehr gut managt, hatte ich bei mir im Interview. Miriam und Markus erzählen, wie sie ursprünglich eigentlich nur ein Jahr Auszeit nehmen wollten und es schlussendlich zu einem Ausstieg aus dem traditionellen Schulsystem in Deutschland wurde. Was für sie als Familie mit 4 Kindern gut funktioniert zwischen Deutschland und Irland und wie sie das Ganze auch mit ihrem Beruf in Einklang bringen, erzählen sie mir jetzt. Ja, super. Alles klar? Sieht es auch besser aus, dass wenn dein Mund sich bewegt, hören wir auch. Super. Ja, hallo aus Brasilien. Wir sind seit 2 Tagen in Brasilien. Ja, und ihr seid in Deutschland, ja? Zuallererst hat mich interessiert, wie die Situation von Miriam und Markus vor der Auswanderung aussah. Und dabei habe ich eines schnell bemerkt. Die beiden leben nicht in dieser veralteten Rollenverteilung, sondern sie nehmen beide Einfluss auf die Erziehung ihrer Kinder und das in Balance mit ihrer Arbeit. Aber seht selbst. Also ganz am Anfang waren wir beide an der Uni angestellt und haben dann mit unserem ersten Sohn Teilzeit beide gearbeitet. Also jeder von uns 3 Tage und einen Tag kam die Oma. Okay. Also unser Kind war zu Hause. Das war auch noch nicht so die Zeit mit irgendwie Kita, zumindest jetzt nicht da in Bayern, wo wir waren. Und dann weiter. Ja, dann ist es eigentlich bei mir so gekommen, dass ich angefangen habe, Karriere zu machen und Allerdings immer Teilzeit. immer Teilzeit, genau. Ich habe immer eigentlich maximal 4 Tage gearbeitet, also einen Tag war ich immer zu Hause. Okay. Das war von Anfang an bei uns schon so. Und dann ist aber einfach vor allem mit Noah, unserem Zweiten, so geworden, dass du dann immer mehr zu Hause geblieben bist. Und sozusagen haben wir eigentlich in dem Moment unsere anfängliche Vision war, dass wir uns das immer teilen, sind wir eigentlich in so eine Missbalance reingerutscht, dass ich arbeiten gegangen bin und wir schon eher so klassisch unterwegs waren. Ich war der Geldverdiener, du warst die zu Hause war und auf die Kinder aufgepasst hat. Und Das war nicht harmonisch. nee, das war nicht Das war harmonisch. notgedrungen. Ja. Ich habe auch beim ersten Kind gleich so Sprüche gehört, ja, wenn du Elternzeit nimmst, dann verlierst du deinen Job und wirst arbeitslos. Und da war ich einfach auch noch nicht in der Persönlichkeit so gereift, dass ich mir klar war, dass Familie für mich einfach so wichtig ist und habe mich von diesen ganzen äußeren Einflüssen doch noch stark steuern lassen. Die Frau ist, die das mit den Kindern kann, der Mann ist der das mit dem Arbeiten kann. Und diesem bin ich gefolgt. Ja. Also es war schwer, die Kindererziehung und Karriere zu vereinbaren, plus die ganzen traditionellen Bilder und Glaubenssätze, die man im Kopf hat, hindern einen dann auch natürlich daran. Ne? Das ist natürlich schon mal was sehr Besonderes, Markus, dass du dann schon sehr viel in der Kindererziehung machen wolltest. Ne? Aber wenn du Karriere machen konntest, trotz nur den wenigen Tagen, Vollzeit arbeiten, ne? Ist schon mal eine recht gute Voraussetzung, würde ich mal denken. Also das war, Ja, definitiv. Ja, genau. Und damit auf jeden Fall schon einigen gezeigt, dass es auch anders geht. Also dass dieses angebliche Vollzeit, also nur in Vollzeit kann man Karriere machen, schon mal definitiv nicht stimmt. Ja, definitiv so. Wenn man nur Teilzeit, nur 4 Tage arbeitet, ist man so diszipliniert und fokussiert, dass man das Vergleichbare schafft wie jemand, der 5 Tage arbeitet. Ich habe manchmal sogar das Gefühl gehabt, ich schaffe mehr, weil ich deutlich weniger Kaffee- und Raucherpausen mache und einfach viel genauer schaue, welches Meeting ist wichtig, welches ist nicht so wichtig, ja. Sehr interessant, oder? Und das ist jetzt nur eine Familiensituation. Es gibt unzählige Lebensumstände, wie sie in jeder Familie aussehen können. Aber jeder von uns kommt wohl einmal oder mehrmals im Leben zu dem Punkt, wo man Schule, wie sie heute funktioniert, hinterfragt. Also was war der Punkt, der Miriam und Markus zum Überlegen gebracht hat?
War das jetzt schon der ausschlaggebende Punkt, dass ihr gesagt habt, es lässt sich nicht vereinbaren, dass ihr die Kinder auch aus der Schule nehmen wolltet, oder gab es da noch andere Situationen? Also das mit der Schule und der Fremdbetreuung, also wir hatten nur der Benny war, also nur unser Großer war im Kindergarten und der Noah war schon, der hat es ausprobiert und für den war das nicht das Wahre. Da war unser größter 4 über so einen Artikel über freie demokratische Schulen gestolpert. Also da habe ich zum ersten Mal von dieser Idee gehört. Ich bin in Bayern aufgewachsen. Ich war tatsächlich der Meinung, ohne Schule geht's nicht. Das ist so ungefähr der Standard und was anderes gibt's nicht. Und das war so voll der erhellende Moment, wo ich mir dann selber vorgestellt habe, ich würde in so eine Schule gehen. Da dachte ich mir, wow, das ist super toll. Ich kann selber bestimmen, was ich mache. Ich habe da irgendwie Begleiter. Und dann kam der Gedanke so, ja, wenn ich das alles selber bestimme, wozu muss ich denn dann eigentlich in die Schule gehen? Wozu ist das Gebäude gut, oder? Ja, genau. Also meine Lösung oder mein Schluss war dann dieses Jahr, okay, wenn man halt größere Projekte machen will oder mit mehreren zusammen, dann ist das wieder sehr sinnvoll. Und wir waren eigentlich schon 2015 so weit, vom Kopf her, also vom Verstand würde ich sagen, dass wir gesagt haben, das finden wir eigentlich eine super Sache, wir gehen nach Irland. Erziehung ohne Schule also. Wenn man selbst das System von Kindergarten bis Studium durchgemacht hat, denkt man zuallererst mal, es geht nicht anders. Und ähnlich ging es Miriam und Markus, die mit unbewussten Glaubenssätzen zu kämpfen hatten. Weil, wenn man auswandert, man stellt sich die Frage, was passiert mit Job, mit Sicherheit, mit der Schulpflicht? Wie haben sie also schlussendlich den Weg von Deutschland nach Irland geschafft? Das finden wir eigentlich eine super Sache. Wir gehen nach Irland. Ja. Da kann man frei home und unschoolen, wie man eigentlich möchte. Und dann sind wir wieder über so unbewusste Glaubenssätze gestolpert und haben festgestellt, okay, der Markus kann aber nicht aus Bayern wegziehen. Also das ging einfach nicht. Das war unvorstellbar für dich. Ja, also eben dieses so, den deutschen Job aufzugeben, aus dem deutschen Renten- und Sozialsystem raus, aus diesem ganzen Sicherheitsmechanismus, den wir haben, rauszugehen, war für mich in dem Moment echt schwierig. Und auch so diese Vorstellung von meinem Geburtsort, von meinen Eltern noch weiter weggehen, war für mich so, ja, also ich konnte es nicht bewusst aussprechen, aber habe mich so richtig gehalten, blockiert. Ja, man schafft seine eigene Realität, ne? Ja, genau. Ja. Und wenn ich mich recht erinnere, in Deutschland ist Homeschooling nicht erlaubt, richtig? Ja. Ist es deshalb Irland oder gab es einen anderen Grund? Oder? Nee, das war eigentlich nur deshalb. Also Irland Hauptgrund. war schon immer so irgendwie so das Gefühl von, das ist total schön, wir wollen es mal sehen, aber wir waren auch noch nie da gewesen, als wir das so überlegt hatten. Das war tatsächlich ganz pragmatisch. Wo gibt es die angenehmsten Regeln zur Schulpflicht im Endeffekt? Okay. Und schafft ihr das Leben dann in beiden Ländern? Wie kombiniert ihr das? Wie viel Zeit verbringt ihr in welchem Land? Also bis vor kurzem waren wir ja tatsächlich nur von Deutschland aus reisend. Also ich und Kinder hauptsächlich. Dann kam Corona, da war alles ein bisschen anders. Und jetzt wir haben genau im ersten Corona-Sommer haben wir eine Freundin kennengelernt, die in Irland eben lebt, auch noch in der Ecke, wo ich schon in der Nähe gewesen war. Und unsere 3 Großen verstehen sich mit ihren Kindern unglaublich gut. Also das hat so gepasst einfach. Und dann war so die Überlegung, okay, jetzt gehen wir einfach mal länger hin und schauen, ob wir nicht ein Zuhause da finden. Und dann waren wir jetzt eben 7 Monate da und haben tatsächlich am Ende noch ein Haus gefunden. Und jetzt wird es wahrscheinlich so sein, dass wir also ein gutes halbes Jahr immer in Irland sein werden, so 3 Monate wahrscheinlich in Deutschland und 3 Monate flexibel irgendwo Reisend. Was sich so ergibt. Ja, genau. Ja, das ist sehr aufregend, permanent reisen und das mit Kindern.
Was sind da die Vorstellungen von jemandem, wie die schulische Ausbildung der Kinder schlussendlich laufen soll? Unterrichtet man sie selbst oder lernen sie nebenbei? Wie funktioniert das? Also die oder das, was ich zumindest so im Kopf habe als Bild, ist so dieses, dass sie in der Lage sind, sich selber Wissen zuzuführen. Also das heißt, dass sie lesen und schreiben können und so Grundprinzipien des Lernens einfach können, wobei das können die einfach. Also wenn man das nicht unterbindet, dann lernen die intuitiv auf die Art und Weise, wie es ihnen am natürlichsten ist. Ja. Und tatsächlich lesen und schreiben bis auf unsere Zweijährige kann es eigentlich jetzt jeder so gut, dass sie sich halt selber Bücher lesen können, selber was irgendwie aufschreiben können. Und ansonsten... Und es ist auch bei allen komplett selber gekommen und entstanden. Ja? Natürlich sind sie auf uns zugekommen und wollten mal wissen, kann man mal irgendwelche Übungen dazu machen, ja, aber da gerade nie von uns jetzt, dass wir gesagt haben, so, und jetzt müssen wir uns hinsetzen und Lesen üben oder Schwungübungen machen, sondern das ist ganz natürlich von allein gekommen. Ja, aber es gibt noch einen Punkt, wir hatten ja, unser Großer ging dann eben, nachdem wir ja nicht einfach so wegziehen konnten, kam der zuerst in Deutschland in die Schule. Und der war die erste und den Anfang von der zweiten, zuerst in einer normalen Regelschule, dann auf einer Montessori-Schule und dann sind wir auf eine ganz abgespacede freie Schule in Berlin gekommen. Aber in diesen 1,25 Schuljahren hatte der ja Lesen und Schreiben und Anfang vom Rechnen gelernt. Das heißt, wir hatten immer schon einen Großen, der es konnte. Also ich weiß nicht, was in der Familie ist, die jetzt zum Beispiel gar keinen, also wir haben ja einmal von außen diesen Push gekriegt, dass einer das schon kann. Und ich weiß, dass der Noah dann sofort, der war da total interessiert, einfach weil das, was der große Bruder kann, ist ja super spannend, muss man ja irgendwie auch selber können. Also, da habe ich nicht so die Ahnung, wie das ist, wenn es ganz, ganz frei ist. Okay, also weil es der Ältere schon konnte, hatte der Kleinere ein bisschen mehr Antrieb. Aber ich denke mir, jedes Kind hat eine Neugierde, ne? Eine natürliche Neugierde. Die wollen ja irgendwas lernen. Ja, das auf jeden Fall. Ich weiß nur nicht, ob sie unbedingt lesen und schreiben schon so früh lernen wollen wie die meisten anderen. Also keine Ahnung. Die haben auch ein Wahnsinns-Allgemeinwissen, also so ein ganz breites Wissen über alles Mögliche, wo ich echt staune, was die alles wissen. Woher nehmen die Kinder das Wissen? Die reden mit Leuten, die schauen sich unglaublich viel bei YouTube oder auf den Mediatheken an, also so Dokus tatsächlich. Und ja, die reden echt viel mit Leuten. Also durch den Austausch mit Leuten, die es wissen. Ja, genau. Ja, super. Also unsere Kinder gehen auch sehr offen auf andere Menschen zu und reden darüber und sind auch wirklich richtig interessiert dann. Ja, aber nicht alle. Ja, also der Benny ist da so der... Unser Großer ist auf jeden Fall ein Kontaktknüpfer. Ja, spannend, oder? Ich stelle mir die Frage, wie sich ein Kind entwickeln würde, wenn es die Institution Schule nie erfährt. Viele Kinder kommen mit Schule nicht zurecht, haben Komplikationen mit Lehrern, mit Schülern, Schulangst, mentale Gesundheit, Ängste, Stress. Und auf jeden Fall wird in der Schule auch ein gewisser Respekt gelehrt oder zumindest bestraft, wenn er nicht eingehalten wird, oder? Also da stelle ich mir die Frage, ob sich ein Kind, das die typische Schulerziehung nie erfahren hat, sich anders verhalten und entwickeln würde, oder? Ja, interessant. Jetzt denke ich mir nämlich, in der Schule wird den Kindern ja eher beigebracht, Respekt zu haben, ne, vor dem Lehrer. Man soll jetzt nicht unbedingt rausreden, man soll höflich sein. Soll jetzt nicht heißen, dass eure Kinder nicht höflich sind, aber sie haben diese Scheu vielleicht nicht, ne, vor Erwachsenen. Ja, ich frage mich gerade, als du Respekt gesagt hast, da kam bei mir gleich so dieses, oder ist es nicht Angst vom Lehrer? Also, ja, das kann sein, ja. Ja, das kann sein. Eine Frage fällt mir noch ein, als ihr den Großen aus der Schule genommen habt in Deutschland. War das kompliziert oder
Hat man euch da Steine in den Weg gelegt? Also eigentlich war es nicht kompliziert. Man muss sich einfach nur dafür entscheiden, Deutschland zu verlassen. Also ich habe mich abgemeldet mit den Kindern und die Entscheidung an sich haben wir zu zweit zusammen getroffen, als wir gemerkt haben, okay, wir brauchen jetzt einfach eine Pause. Wir finden jetzt so schnell keine alternative Schule, die zu uns passt. Wir brauchen jetzt alle eine Pause. Und dann war es aber klar, dass eben der Markus noch nicht so ein lustiges Reiseleben führen kann. Und dann eben der Prozess ist wirklich einfach, du meldest dich einfach ab. Und dann gehst du mit deinen Kindern auf Reisen. Oder ziehst in ein anderes Land, dann bist du auch raus aus der Schulpflicht. Und aber die Millionen Ängste, die damit verbunden waren, so einen Schritt zu machen, wo eben, also vor allem, ich wollte mich ja nirgends anders anmelden. Wir wussten ja da noch nicht, ob wir jetzt irgendwo anders hin wollen oder wie wir das lösen. Wir brauchten jetzt erstmal einfach diese Pause. Ja. Und das heißt, ich habe mich abgemeldet, nirgends neu angemeldet. Es gab also kein Land, wo ich dann gucken konnte, welche Regeln jetzt für mich gelten. Das war so gefühlt ins totale unbekannte rechtliche Land sozusagen gezogen und dann auch noch eben allein, also so gefühlt allein. Also da war sozusagen das ganze emotionale, mentale, mich meinen Ängsten stellen, das war da die große Herausforderung. Aus Erfahrung weiß ich, dass Menschen, Familien, die den Schritt ins Ausland wagen, mit kritischen Fragen aus dem Umfeld konfrontiert sind. Dabei ist es wichtig, sich selbst treu zu bleiben und auf die eigene Transformation zu vertrauen. Miriam und Markus haben das auch durchlebt. Es war ja auch nicht so, dass dir das Umfeld den ganzen Schritt leicht gemacht hat, sondern von der Familie, von Freunden kamen ja schon eher kritische Fragen. Was macht ihr denn jetzt, wenn ihr eure Kinder aus der Schule rausnimmt, wenn ihr reisen geht? Also aus meiner Sicht, wir hatten jetzt niemanden, der uns dann sozusagen aus dem engsten Familien- oder Freundeskreis der gesagt wirklich... Hat, hey, super, was ihr macht. Nein, wir hatten niemanden super, aber wir hatten auch niemanden gesagt, das ist jetzt total schlimm und uns total im Weg gestellt hat. Ja, das hatten wir auch nicht. Ja. Wir hatten viele, die wirklich gefragt haben, die es verstehen wollten, die interessiert waren, ja, und dann auch ihre Meinung gesagt haben, dass sie es nicht verstehen können. Ja. Aber das war jetzt niemand da, der dann irgendwie so, also man kennt ja so Geschichten, dass die Schwiegereltern dann anzeigen oder irgendwas, weil man die Kinder aus der Schule nimmt oder so. Sowas war bei uns alles nicht. Ja. Mit allen waren Gespräche, aber keine... Das wird doch keiner machen. Hey. Ja, angeblich gibt es ja solche Menschen, die das dann machen. Ja. Sowas hatten wir einfach nicht. Ja. Ja, die Leute projizieren ihre eigenen Ängste einfach dann auf euch, ne? Sie könnten sich selbst nicht vorstellen, sowas zu machen. Und indem, dass sie ihre Fragen stellen, kommt das dann ein bisschen so auf euch zu auch und auf euch zu euch rüber. Genau, aber es war auch es ist für mich, war für mich immer so rückblickend so diese Erkenntnis, dass viele unserer Entscheidungen wirklich unsere eigenen Entscheidungen waren. Ja. Jetzt halt nicht irgendwie vor der Schulpflicht weggerannt, sondern wir haben uns dann bewusst entschieden, weil wir uns mit dem Thema auch schon eine ganze Weile beschäftigt hatten, dass wir in eine andere Lernform mit den Kindern möchten. Ja, aber das kam erst später. Also erstmal haben wir uns einfach entschieden, jetzt eine Pause zu machen. Ja. Also einfach mindestens ein Jahr rauszugehen und zu schauen, wie es dann nach dem Jahr ist. Also wenn wir uns wieder ein bisschen entspannt haben, die Erfahrung, die so ein bisschen schmerzhaft. Genau, aber da bist du auch nicht vor der Schulpflicht weggerannt, sondern hast bewusst diese Entscheidung gehabt, ich mache jetzt eine Pause mit den Kindern. In der Pause. Genau. Und das waren eben alle Entscheidungen, die für unser Umfeld wieder nachvollziehbar waren. Ja, und wir haben uns auch, wir haben uns explizit für einen legalen Weg entschieden. Ja, und weil weil viele gehen ja auch mit diesem ganzen Unschooling einen Weg, der ja halt oft dann nicht so wirklich legal ist. Ja, oder halt einfach anstrengender. Also für uns anstrengender. Also bei uns war es ganz klar, wir wollen uns nicht mit Behörden rumstreiten. Das ist zu viel Energie und Ressourcen, die wir eigentlich lieber in was anderes stecken wollen. Ja, also alles auf möglichem Weg, ne? Ja, genau. Ohne im Kampf
gehen zu müssen. Ja. Ich denke, das ist ein ganz entscheidender Punkt. Miriam und Markus wollen das Beste für die Erziehung ihrer Kinder und für die Familie und wollten sich in diesem einen Jahr Auszeit darüber Klarheit verschaffen. Was in diesem Jahr der Transformation dann passiert ist, hat ihnen gezeigt, wie sie als Familie mit ihren Kindern leben wollen und was das Beste für die Erziehung der Kinder ist. Wie ihr Leben heute aussieht, erzählen sie jetzt. Das heißt, ihr habt euch auch ein bisschen offen gehalten. Vielleicht geht ihr wieder in die Schule zurück. Ihr werdet mal ein bisschen experimentieren jetzt in diesem Jahr. Was kommt für euch in Frage? Und schlussendlich ist es dann was geworden? Wie sieht euer Leben heute aus mit den 4 Kindern? Sehr eben unterschiedlich, je nachdem, ob wir gerade unterwegs sind oder länger an einem Ort sind, wer da auch da ist. Also wir hatten jetzt tatsächlich für die Zeit auch in Irland einen jungen Mann mit dabei, der mit auf die Kinder, also es war kein Au-pair und keine Nanny, es war so ein Hybrid, würde ich sagen, oder? Und von dem kam dann auch noch mal ein Freund mit dazu, der 7 Wochen noch mit bei uns gewohnt hat. Und je nachdem, was da halt auch da war, gab es dann zum Beispiel Experimentier-Sessions. Viele werden sich jetzt die Frage stellen, wie sich das Lernen gestaltet, oder? Haben die beiden Bücher, die sie verwenden? Haben sie schulische Phasen? Haben sie offenes Lernen? Das Beste am World Schooling ist, dass es an die verschiedenen Lebensumstände einer Familie angepasst werden kann, dass es sehr flexibel ist. Und da Kinder von Geburt aus ja sehr neugierig sind, die Neugier fürs Lernen mitbringen, ist die Abwechslung beim World Schooling sehr förderlich. Je nachdem, was da halt auch da war, gab es dann zum Beispiel Experimentier-Sessions mit Feuer und mit Zeug, mit keine Cola Ahnung. Also was und die halt Mentos. auch noch an Fähigkeiten mitgebracht haben. Also wenn wir länger an einem Ort sind, gibt es immer mal wieder so Phasen, dass wir 3-4 Wochen lang an irgendeinem Projekt arbeiten. Das ist meistens nicht so sonderlich groß, wenn jetzt nur Markus und ich das betreuen. Aber jetzt mit den beiden großen Jungs hatten wir dann zum Beispiel die ganze Zeit in Irland immer Dune Games. Das war draußen wie Sportunterricht draußen im Endeffekt. Also so, das war ziemlich cool mit einer Gruppe. Die war so also meistens waren es 9 Kinder, die dann immer mit dabei waren. Wir organisieren auch manchmal so Sachen wie, das hat sich in Irland auch ergeben, Beach-Cleaning-Aktionen, dann für halt die gesamte Community da. Und so wirklich so jetzt schulisch am nächsten kommt es, dass der Benny möchte gerade, also die lernen ja alle nebenbei so ein bisschen Englisch automatisch. Und der Benny will gerade da so das bisschen vertiefen mit, wie schreibe ich es denn, wie funktioniert es überhaupt. Da machen wir so ein Arbeitsbuch, genau, gemeinsam durch. Und das ist je nachdem, also es gibt dann Wochen, da machen wir das tatsächlich 4 von 7 Tagen, eine halbe Stunde jeden Tag. Und jetzt ist es gerade wieder so, dass wir es eher so alle 2 Wochen mal eine halbe Stunde machen. Und dann geht auch einfach viel nebenbei. Also so jetzt letztens so eine Art Buchhaltung Übung kam dadurch, dass die beim Monopoly-Spielen ihre Ausgaben und Einnahmen halt aufzeichnen wollten. Das ist dann halt, das machen sie ja selber und kommen dann einfach nur vorbei und fragen irgendwas nach. Und die beiden machen das wirklich sehr demokratisch. Sie lassen den Kindern noch immer die Wahl, ob sie zurück in die Schule gehen wollen oder nicht. Das Ganze passiert über offene Gespräche und Aufklärung. Und dann ist es aber auch grundsätzlich immer noch so, dass wir dem nach wie vor offen gegenüberstehen, dass die in die Schule gehen könnten, wenn sie das wollen. Also wir sind eigentlich immer so relativ gut, so, also jetzt nicht stofflich unbedingt up-to-date mit allem Möglichen, was die da in der Schule machen, aber wir haben einen groben Überblick, was die bräuchten, wenn sie dann rüberwechseln müssen und wie viel Zeit es ungefähr dauern dürfte, bis sie das, wenn sie hochmotiviert sich da dran setzen, bis sie dann das aufgeholt haben. Aber das ab und zu kommt es wieder so zur Debatte, also speziell, wenn es gerade bei Oma und Opa wieder extra schön war und sie sich mit der Cousine so super gut verstanden haben, dann kommt so die Überlegung, ob sie nicht doch da wieder in die Schule gehen wollen, möchten, ja, würden. Dann überlegen sie sich das nochmal konkret, also wir reden dann darüber, schauen halt, gucken auch, was man da machen müsste, wie das dann aussehen würde und letzten Endes kommen sie dann aber schon immer wieder zu dem Schluss,
dass es ganz schön aufwendig ist, eben in die Schule zu gehen. Interessant. Also es gibt sehr viel, was ihr dann einbaut. Ne? Wenn du sagst, ihr arbeitet manchmal mit einem Buch, ein bisschen schulisch, ne? Wie schreibt man es auf Englisch, dann experimentiert ihr, macht viel draußen. Miriam, du hast gesagt, ihr habt da eine Gruppe mit 9 Kindern. Heißt das, das sind verschiedene Familien, die sich treffen, oder? Aus der World School Community weiß ich, dass die Vernetzung sehr gut funktioniert. Es gibt Facebook-Gruppen, WhatsApp-Gruppen, wo sich Eltern, Familien vernetzen, sich weiterhelfen, vielleicht auch mit Ressourcen fürs Lernen, für die Vernetzung der Kinder. Und wie das bei Miriam und Markus aussieht, erzählen sie jetzt. Ja, das waren jetzt 3 Familien. Nee, zum Schluss waren es sogar 5. 5, ja. Da waren es sogar dann 6. 11 Kinder, 6. 6 Familien. Also wir hatten, da in Irland haben wir eben eine deutsche Familie, wo wir ganz eng befreundet sind. Dann war noch eine weitere deutsche Familie. Dann kamen 2 irische Familien dazu und am Schluss sogar noch eine 3. irische Familie, die halt einfach, genau, stimmt. Genau, die Kinder dann gebracht haben und die Kinder dann da zusammen so Gruppenspiele gemacht haben. Ja. Und also da in Irland gibt es zum Beispiel, durch das Homeschooling in Irland sehr verbreitet ist, gibt es eigentlich in jeder Region so Homeschooler-Gruppen, die über WhatsApp miteinander verbunden sind. Und die, wo wir sind, die treffen sich zum Beispiel jeden Donnerstag. Und es ist ganz locker, da kann man hingehen, muss man nicht hingehen. Wir waren jetzt auch gar nicht so oft dort. Aber über diese Gruppe entstehen halt Kontakte und wenn man was organisiert, sagt man, hey, ich organisiere was und dann kommen immer wieder noch ein paar dazu. Und sind unsere Dune Games, also unsere Gruppenspiele, dann am Schluss auch wirklich auf Englisch gewesen. Nee, zweisprachig. Oder zweisprachig, weil es genau Deutsche und Iren waren. Super. Ja, ich habe gesehen, die World Schooling Community ist sehr groß und dann wohl die Homeschooling Community auch, wo sich Leute in verschiedenen Gruppen online zusammensprechen. Ne? Wo seid ihr? Wo kann man sich treffen? Wo können die Kinder was gemeinsam machen? Das ist ja oft das Argument, was Leute haben für die Schule, ne? Socializing. Ja, das ständige Argument gegen das Homeschooling und World Schooling ist die Sozialisierung, der Freundeskreis. Im Fall von Miriam und Markus sieht man aber, wie aktiv ihre Kinder sind und wie sie sich selbst ihre Netzwerke aufbauen. Ja. Tatsächlich machen wir wenig mit so Gruppen. Wir machen tatsächlich Sachen vor Ort. Also jetzt hier in Berlin haben wir einen Fußballverein gefunden, die dringend Spieler gesucht haben, wo unsere jetzt mitspielen können. Die Charlotte geht da zum Tanzen. Und in Irland sind sie beim Reiten. Also wir schauen immer, dass sie auch lokal halt Aktivitäten, am besten auch so, also nach ihren Interessen. Und da dann auch, wenn die Kinder in Kontakt mit anderen kommen und das gerne vertiefen wollen, dass wir dann halt auch bereit sind, da Treffen zu organisieren und auch die Eltern mit kennenlernen. Also das ist schon, es braucht Aufmerksamkeit einfach und eine Offenheit, dem Raum zu geben, was für die Kinder wichtig ist. Ich glaube, also ich habe jetzt so ein bisschen den Vergleich 2 Jahre normale Schule und jetzt, so wie wir das jetzt gestalten. Für mich ist es weniger Arbeit, weil das, was mich so richtig angestrengt hat mit dem Schulalltag, war zum einen dieses, da morgens so zu funktionieren, dass halt alle rauskommen. Vor allem damals waren ja die 2 kleineren echt noch klein und ich musste die immer mit durch die Gegend buxieren, wenn der Benny zur Schule hin musste und wieder zurück. Und dann dieses, wenn da ein erschöpftes Kind aus der Schule kommt und dann noch Hausaufgaben machen muss, also dieser Widerstand, der dann damit dabei ist, das war für mich halt unglaublich anstrengend. Und das fällt da halt komplett weg. Also wir müssen nichts mehr gegen irgendeinen Widerstand machen. Und wenn wir da mal irgendwie doch aneinander geraten, dann muss man halt nochmal reflektieren, warum ich denn jetzt unbedingt will, dass das Kind jetzt das und das macht und das Kind das aber absolut nicht machen will. Es scheint dann nicht wirklich wie ein natürlicher Prozess, oder, fürs Kind, wenn sie früher aufstehen müssen, als sie wollen, wenn sie mehr Arbeit machen müssen am Nachmittag oder Abend, als sie können. Ja, genau. Also unsere Erfahrung ist, dass das einfach smoother läuft dann bei uns. Wobei wir da schon auch feststellen, also dieses, wir mussten unser Arbeitsleben jetzt eigentlich komplett neu denken.
und gestalten, um das halt so, dass das auch mitfließen kann und nicht mehr irgendwie so durchgetaktet ist, wo man dann irgendwelche bestimmten Sachen machen muss. Also wir haben natürlich schon auch Termine, aber das ist trotzdem rund um diese Termine ist es viel fließender und auch mehr so dem offen gegenüber, dass wenn es halt jetzt mal stressig ist oder irgendwie die Kinder einen höheren Aufmerksamkeitsbedarf haben oder irgendwie wir eine schlechte Nacht hatten, was weiß ich, dass wir dann zu zweit wieder anpacken und dafür das arbeiten lassen oder dass einer sich erholen darf und nicht arbeitet und der andere dafür die Kinder macht und dann sind wir alle wieder fit und wir haben dann festgestellt, wenn das so fließt, dann ist es ähnlich wie mit der Teilzeit. Dann wird man auch viel effizienter. Weil man eigentlich nur, also wir arbeiten eigentlich nur, wenn es wirklich passt. Also sowohl vom Energielevel als auch von der Gesamtstimmung. Es klappt natürlich nicht immer, also manchmal fallen wir natürlich zurück in dieses, jetzt muss aber dringend das noch fertig gemacht werden und dann ist das Geschrei groß oder die Erschöpfung groß oder was. Also das, aber wir spüren da halt schon so einen, es hat diesen Wendepunkt schon gegeben. Das ist nicht so nur dieses, ganz viele sagen ja, dieser Fachbegriff ist Flow, man ist in einem Flow beim Arbeiten oder so. Ja. Ich würde viel eher sagen, wir versuchen, dass unser ganzes Leben in einem gesamten Flow ist. Ja? Ja. Und dass das halt alles so wie so Puzzleteile harmonisch zusammenspielt. Genau, dass du nichts ausblenden musst, wenn du in deinen Arbeitsflow gehst. Ja, genau. Ja, das hört sich sehr ideal an, oder? Man arbeitet nur, wenn man gute Energie hat, wenn man sich gut fühlt, man geht mit dem Flow. Ich verstehe schon, man leistet gute Arbeit, wenn man sich gut fühlt, aber ich glaube, die beiden haben ein Geheimnis, wie sie das Ganze trotz Hürden so erfolgreich lösen. Miriam, du hast vorher kurz erwähnt, dass du mit einem Buch gearbeitet hast. Mich würde interessieren, welche Ressourcen ihr verwendet für euer Unterrichten. Das kann man so gar nicht sagen. Also wovon wir alle begeistert sind, wobei wir das noch verhältnismäßig wenig brauchen, da das sich sehr am Schulstoff orientiert, ist der Riccardo Leppe. Ich weiß nicht, ob du von dem schon mal gehört hast. Das ist ein Zauberer, der festgestellt hat, dass die Methoden, mit denen er sich seine Sachen merkt und wie er seinen Schulstoff verarbeitet hat, super effizient sind und da kann man halt so ungefähr in einer halben Stunde am Tag das machen, was man sonst in dem ganzen Tag machen muss. Den lieben alle, allerdings dadurch, dass wir ja keine Schulaufgaben oder irgendwas, also keine Tests schreiben müssen oder irgendwas, brauchen wir halt das meiste von dem, was der an Stoff anbietet, nicht. Und ansonsten ist es mit den Büchern und was die verwenden. Wir gehen tatsächlich in Bücherläden und schauen, was die anlacht. Oder wir schauen es uns online an und blättern da schon rein und schauen, was die Kinder von dem Material anlacht. Ich kann überhaupt nicht sagen, also ich kann es schwer vorhersagen, was die toll finden, weil die sind ja nicht so schulgeprägt wie ich. Also ich habe einen ganz anderen Blick drauf als meine Kinder und deswegen arbeiten wir halt mit allem Möglichen, was da so im Angebot ist, je nachdem, wo wir gerade sind. Genau, aber zum Beispiel, also wir haben schon die Anton-App, die kennen ja viele, diese Lern-Anton, die nutzen wir auch, genau, und die mögen die Kinder eigentlich vor allem auch, wenn wir unterwegs sind, haben wir die immer gut aufnehmen. Ja, das kam eigentlich durch Corona, weil da ja die normalen Schulkinder hier in Deutschland auch zu Hause waren und dann wir hatten auch einen Freund von Noah, der dann 6 Wochen oder 7 bei uns sein Homeschooling gemacht hat und die Kinder haben halt mitgeschaut und gemacht und wir bei Anton gelandet. Ja, Anton haben wir davor schon gehabt, da haben wir es dann intensiviert. Ja, und dann kam es durch ist ja wurscht, aber das war auf jeden Fall durch irgendjemand anderen. Ja, aber dann auch zum Beispiel, es gibt ja auch so eine Yiki heißt die, glaube ich. Der Sprachenlernen. Ja, Sprachenlernen. Also wir haben auch schon eben verschiedene Sachen, wie zum Beispiel Yiki, das ist so eine Sprachlern-App, die haben sie auch mal, keine Ahnung, vielleicht für 2 Monate genutzt. Aber ich glaube, bei uns ist wieder dieses sehr Vielfältige, was uns gerade anlacht, das wird genutzt und ausprobiert. Und wir sagen immer so, wir haben, durch das, dass wir nicht in die Schule gehen, wir haben keine Ausgaben für Schulbücher, für Klassenfahrten, für Schulgeld oder so. Das können wir dann eben auch, wenn die Kinder irgendwas wollen, für Experimente zum Lernen, können wir das Geld ja auch wirklich aufbringen, weil das brauchen wir nicht für die Schule.
Ja. Da unterstützen wir die Kinder halt dann mit so Sachen suchen, kaufen, finden. Ja. Genau. Als Eltern ist man da der Facilitator. Ne? Die Kinder wollen was machen oder erreichen und ihr helft ihnen dabei, dieses Ziel zu erreichen. Entweder kauft ihr das Buch oder helft bei einem Experiment. Kostet das jetzt eigentlich mehr, seinen Kindern Bildung auf Reisen zu ermöglichen, oder hat man höhere Kosten mit den üblichen, traditionellen Schulausgaben? Wie sieht das bei den beiden aus? Heißt das, eure Kosten jetzt sind vergleichbar mit den Kosten früher, als ihr noch Schulausgaben hattet? Also du meinst das, was wir fürs Lernen ausgeben oder generell? Magst du beides erklären? Mich interessiert jetzt beides eigentlich. Jetzt fürs Lernen, ja, vielleicht zuerst. Also fürs Lernen dürfte es weniger sein. Für Lernen ist Also weniger. weil die Montessori-Schule und die letzte Schule in Berlin, das waren ja Privatschulen, zwar recht günstig, also doch für eine Privatschule schon echt günstig, aber trotzdem für 2 Kinder, also zum Schluss ist der Noah auch noch kurz gegangen, war das mehr. Ja, sind wir jetzt auf jeden Fall günstiger. Ja, und so für unser normales Leben, das ist eigentlich verhältnismäßig gleich geblieben. Also unsere Grundkosten sind, wir haben der Trick eigentlich, den wir schon immer angewandt haben, war, unsere Grundkosten so minimal wie möglich zu halten. Also die festen Fixkosten einfach niedrig. Ja. Und dann halt flexibel, je nachdem, wie viel Geld zur Verfügung steht, dann entsprechend ausgeben oder halt auch nicht. Das Konzept haben wir beibehalten. Das heißt, wenn gerade viel Geld da ist, dann kann auch mehr fließen. Für, keine Ahnung, dann können wir noch ein Surfboard kaufen oder irgendwas oder nochmal eine Reise machen oder irgendwie sowas. Und wenn es halt einfach gerade nicht so viel ist, dann reicht es auch noch und wir machen halt weniger Spirenzchen. Ja, das heißt, bei einigen Sachen hat man ein fixes Budget im Kopf und wenn es dann auch mal mehr gibt, dann kann man auch mal mehr ausgeben für genau. Dinge, wo es gerade gut sein kann oder fürs Lernen oder für Reisen. Super. Genau. Beim Lernen noch nie, glaube ich, Abstriche gemacht haben mit Kosten. Nee, das ist auch nicht so teuer. Genau. Nee, das ist... Ja, Lernen sollte auch nicht viel kosten. Ne? Nee, genau. Es gibt super viele Ressourcen einfach, die ja gar nichts kosten. Ja, genau. In Berlin gibt es auch ganz viel, aber da haben wir es zum Beispiel nie so stark genutzt. In Irland haben wir es jetzt dann auch schon einfach auch mal was genutzt davon. An der Uni waren wir waren bei diesen Ausgrabungssachen, war nicht viel, aber da sind es irgendwie, also mir ist es in Irland nochmal bewusster geworden, was eben ein Land ist, wo eben dieses ganze Homeschooling auch verbreitet ist, wie viel Angebot es wirklich für Kinder, die nicht zur Schule gehen, gibt. Die dann nicht nur so klassisch am Nachmittag sind, wo dann alle Kinder hingehen, sondern die vielleicht auch mal am Vormittag sind oder so. Wenn die beiden jetzt in die Zukunft blicken, welche Vorstellungen haben Sie im Kopf, wenn Ihre Kinder 18 sind? Wie soll Ihr Leben aussehen? Oder ist es ganz offen? Also ich wünsche mir für meine Kinder, dass sie mehr Klarheit haben als ich das hatte, nachdem ich meine Abschlussprüfung an der Schule gemacht hatte. Ich wusste eigentlich überhaupt nicht, was ich werden will. Und dass sie auch mehr Vertrauen darin haben, dass wenn sie etwas machen möchten, dass sie das auch können. Also dass sie dem folgen und nicht aufgrund von irgendwelchen angenommenen Hindernissen oder Sachen, die andere Leute sagen, weil sie sich das nicht vorstellen können, so ein Leben zu führen, dann davon abkommen. Also ich hoffe einfach, dass sie noch viel klarer frei ihren Weg gehen können, als wir das konnten. Ja. Und was ich mir für meine Kinder wünsche, ist, dass sie, wenn sie 18 sind, nicht so eng eingepackt sind wie in einem Paket, sondern dass sie offen der Welt dastehen und daran offen und frei diese Entscheidungen treffen können und gehen können. Und wenn ich rückblicke, für mich war klar, was ich studiere. Für mich war eigentlich sozusagen durch meinen Vater bestimmt, was ich mal beruflich mehr oder weniger mache. Ja? Und ich wünsche mir einfach, dass da das offener ist, dass ich auch als Vater da viel offener
sie begleiten kann und neben ihnen stehen kann auf Augenhöhe. Ja. Ja. Ja, Markus, du erwähnst Studieren. Wie ist denn das, wenn ein Kind jetzt Homeschooling oder Worldschooling gehabt hat? Kann es dann studieren gehen? Gibt es da irgendeine Zusatzprüfung, die man ablegen muss? Oder wie funktioniert das? Also es gibt verschiedenste Varianten. Man kann entweder als Externer die nötigen Voraussetzungsprüfungen machen, oder man kann auch ohne Abschluss sich bewerben. Allerdings muss man da sehr kreativ und findig sein, weil das ist nicht der Standardweg. Also da muss man dann gegebenenfalls vielleicht auch persönlich erscheinen oder irgendwas, aber es ist möglich. Also es ist, da gibt es keinen Plan, den man abhaken kann, so, ich habe den Brief geschrieben, den angeschrieben, den angerufen oder irgendwas, dann kriege ich den Platz, sondern da muss man selber seinen Weg finden, aber wie gesagt, es ist möglich. Dann bei Ausbildungsberufen ist es einfacher, da braucht man tatsächlich keinen Schulabschluss. In Deutschland kriegen die Ausbildungsbetriebe dann sogar eine Förderung, wenn sie jemand ohne Schulabschluss nehmen. Dann gibt es alle möglichen kreativen Variationen, wie man schon eine Berufsausbildung mit einem Abschluss kombinieren kann, um dann noch studieren zu können. Genau, also das ist eigentlich komplett unbegrenzt weiterhin. Es ist auch wieder so, wenn ich dich jetzt höre, kommt mir auch gerade wieder so, das ist ähnlich wie mein Bild. Wenn man klassisch in Deutschland den Schulweg gegangen ist, ist es so ein Weg, den man glaubt, den gibt es zu gehen und man sieht nichts anderes. Wenn man aber viel freier ist, sieht man auf einmal, es gibt unendlich viele Wege dahin zu kommen. Ja. Und ja. Genau. Ja, stimmt. Entweder die Leute wissen es nicht, man muss sich informieren, ne? Dass es auch andere Wege gibt, dass man auch an der Uni akzeptiert wird, wenn man interessant, kreativ genug ist, dass sie einen auch wollen. Ne? Ja, je nach Land ist es sicher auch, gibt es auch Unterschiede. Aber ich habe es schon öfters gehört, zum Beispiel in den USA, dass World Schooler Kids auch sehr gute Chancen haben für die Unis. Es gibt auch Unis, die es explizit Kinder, die aus dem World Schooling oder Unschooling kommen, bevorzugen, weil sie sagen, dass die, aber das ist auch in den USA, ist auch in den USA, weil die eine mehr Kreativität, ein besseres Lernverhalten haben, die sozusagen dadurch eher sogar bevorteilt sind. Ja. Ja, für mich hört sich das Schooling dieser Familie nach einer Arbeit an, die Freude bringt, oder? Das ist aber noch nicht alles, denn die beiden haben auch noch eine richtig interessante Arbeit. Und wie die ihnen dabei hilft, ihr Familienleben mit Erziehung und Business in Einklang zu bringen, erzählen sie jetzt. Das heißt, ihr unterstützt eure Kinder dabei, dass sie mal das erreichen, dass sie alles machen können, was sie sich vorstellen. Und nebenbei habt ihr aber auch ein Business, oder? Ja, erwachsen aus den Erfahrungen und natürlich auch unseren beruflichen Erfahrungen. Also wir haben eigentlich beide Informatik studiert. Nee, ich habe Informatik studiert, du hast einen Informatik-Doktor gemacht, genau. Und waren dann erstmal an der Uni. Ich habe dann während meiner Doktorarbeitszeit festgestellt, dass ich eigentlich von diesem klassisch technischen Informatik-Leben, Arbeitsleben abgebogen bin auf das Projektmanagement. Genau, ich bin darüber gestolpert, über ein total spannendes System und dann habe ich verwundert festgestellt, dass das eben nicht überall funktioniert und habe dann eigentlich angefangen, da zu erforschen, woran es liegt, dass es nicht immer gleich gut funktioniert, obwohl das System echt gut ist. Aufgrund dann unserer familiären Situation, dass du halt einfach der Arbeitende sein musstest, bin ich dann aus der Uni raus, also ich hatte ein Stipendium, das ist dann abgelaufen und eine weitere Stelle an meinem Lehrstuhl, um die mich absolut überhaupt gar nicht mehr interessierende technische Doktorarbeit fertig zu machen, das war zu viel des Stresses. Genau, und das ging ziemlich Hand in Hand damit, dass der Markus sein erstes Team hatte und eigentlich genau auf diese Probleme gestoßen ist, die ich da erforscht habe. Und dann haben wir, im Endeffekt meine Theorien
zusammen ausprobiert. Genau, bei ihm im Team und dann halt auch weiter, also als er dann weiter aufgestiegen ist, dann auf diese Management-Ebenen und größere, die Teams darunter immer Organisationen, genau. größer geworden sind. Und es lief eben so dermaßen gut, Super. weil, also im Grunde genommen ist es ein human-centered Approach. Also es sind immer innere Widerstände oder irgendwelche Sachen, die die einzelnen Menschen in sich tragen, die zu Reibung führen und zu Schwierigkeiten im Team. Und ganz simpel gesagt ist das Zentrum von diesem Ansatz, dass man sich die Zeit nimmt, die einzelnen Menschen tatsächlich zu sehen und ihnen den Raum gibt, sich auch zu zeigen. Und dadurch entsteht eine Atmosphäre, in der sich die Leute zum einen eben gesehen fühlen und zum anderen aber auch so sicher fühlen, dass sie sich zeigen können. Also, dass wenn ich zu Hause ein krankes Kind habe und es echt oberstressig ist und womöglich noch mit meiner Frau Streit, dass ich das nicht verstecken muss und dann halt aber super kurze Nerven habe und meine Teammitglieder anschrei oder furchtbar viele Fehler in meiner Software mache oder irgendwas, sondern dass ich damit halt offen umgehen kann. Und diese Offenheit führt halt insgesamt zu so einem... Führt im Endeffekt zu einer höheren Effizienz. Ja, genau, weil das Team weiß Bescheid und man unterstützt sich gegenseitig und es hat ja nicht immer jeder gleichzeitig einen Durchhänger und selbst wenn jeder gleichzeitig einen Durchhänger hat, ist dieser Umgang trotzdem immer noch effizienter, als wenn jeder versucht, es heimlich zu verstecken und es dann halt diese unbewussten, unten drunter liegenden komischen Stimmungen und Reibungen gibt. Genau, und in dem Zuge begleiten und beraten Firmen, wie man eben ganze Organisationen auf diese Art ausrichtet. Genau. Und so der Oberbegriff ist so gerne wird New Work verwendet, aber wir sehen uns eigentlich auch nicht jetzt auf New Work, sondern wirklich auf diesem, wie die Miriam beschrieben hat, menschlichen Arbeiten. Jeder Prozess, wir haben mal den Prozess ganz einfach von innen nach außen genannt. Von innen nach außen also. Das kenne ich aus der Psychologie, aus dem Coaching. Aber wie hilft uns diese Transformation bei der Balancefindung von Familienleben und Arbeitsleben? Also, dass man zuerst immer nach innen geht. Und also sowohl als Manager die Menschen begleitet, dass sie nach innen schauen dürfen, wie geht es mir denn? Und eben auch als Coach jetzt Leute begleitet mit diesem, hey, schau erstmal nach innen, wie geht es dir, bevor du dich von außen wieder treiben lässt. Weil wenn du aus dem Inneren herauskommst, dann bleibst du auf deinem Weg. Und kannst auch nicht so leicht davon runtergestoßen werden, weil jetzt der eine das gesagt hat und der andere das gesagt hat und man da noch vor lauter Angst doch lieber dreimal noch im Kreis geht. Das heißt, ihr arbeitet mit Teams. Sind Teams jetzt Familien und Firmen oder mit wem wen coacht ihr? Ja, das ist eine super Frage, weil also das, was wir gerade beschrieben haben, ist so das, was wir auf Firmenseite machen. Wir haben aber dann einfach auch gesehen, was unser Entwicklungsprozess war auch genau dieses von innen nach außen zu schauen, was brauchen wir, unsere innersten Bedürfnisse, Gefühle. Und deswegen haben wir eben auch noch diese zweite Schiene, wo wir Familien begleiten, um neue Lebenswege zu finden, was Leben ohne Schule sein kann, was Auswandern sein kann. Also es ist jetzt nicht so, dass was aber auch ganz anders, also genau. Das es kann auch ganz simpel sein, so wir wollen ganz normal in der Schule und in dem Arbeitsleben bleiben, aber es rumpelt so unglaublich bei uns im Getriebe. Jeden Morgen ist ein Megastress. Wir wollen diesen Stress aus unserem Leben rauskriegen. Funktioniert damit genauso. Also es muss nicht immer ein großer Strukturwandel sein, sondern es reicht auch schon ein innerer Strukturwandel. Genau. Also auch besonders gut für Familien, die diese Balance finden wollen, ne? Zwischen der Karriere und der Erziehung. Ja, genau. Wie heißt euer Business? Turtle Transformation. Turtle Transformation. Genau. Und wir arbeiten auch gerade noch an meinem Baby, das ist der dritte Zweig, das ist die Ausbildung für Leute, die genauso wie wir begleiten wollen. Also eine Ausbildung zum Coach oder? Sozusagen, genau.
Super. Sind das dann immer Familien mit Kindern eigentlich? Muss nicht sein, oder? Also Familien waren bis jetzt immer mit Kindern. Sonst waren es eher Einzelpersonen. Also wir hatten jetzt noch kein Pärchen, wo beide mal gesagt hätten, wir kommen oder doch. Nee, stimmt gar nicht. Hatten wir schon. Nee, aber die haben ja Kinder. Nee, Die haben ja Kinder. Die haben Kinder. Nee, das sind dann, also es sind tatsächlich da, wo alle, also wo praktisch das Elternpaar auch sich begleiten lässt, das sind Familien und sonst sind es immer Einzelmenschen. Also die vielleicht in Beziehung sind, vielleicht aber auch nicht. Ja. Okay. Wie kann man euch dazu kontaktieren? Über unsere Webseite, am besten per E-Mail im Moment. Die E-Mail findet man auf der Webseite, ja? Ja, genau. Und die Webseite ist turtletrafo.de. Miriam hat zum Abschied noch ein Schmankerl für alle Mamas, die gerne Erfahrungsberichte von anderen Müttern hören wollen, wie sie Alternativen zur traditionellen Schule gefunden haben. Ich habe schon einen Einblick darin bekommen. Ich habe gehört, du hast bei einem Buch mitgeschrieben, das speziell für Mütter ist. Ja, also im Endeffekt habe ich da genau das, was wir jetzt so erzählt haben, so unseren Weg beschrieben. Und also das Ziel von dem Buch ist, echte Mamas sozusagen vorzustellen und die verschiedenen Wege, die es halt, die alle so gegangen sind mit ihren Familien, um von der Schule in ein alternatives System zu kommen. Und dann sind dazwischen immer noch Experten, unter anderem auch der Ricardo Leppe, von dem ich vorhin schon geredet habe. Und aber auch noch Gerald Hüther. Genau, dann die Dagmar Neubronner, das ist ja so ungefähr so die erste Freilernermama, die das hier in Deutschland mit Behördenauseinandersetzungen und allem geschafft hat, für ihre Kinder durchzuziehen. Genau, also es ist für jeden, der vielleicht selber gerade so drin steckt in so einem schwierigen Schulsystemsentscheidungsweg, als Inspiration, glaube ich, sehr, sehr nett. Also einfach zu lesen, wie ging es anderen, was haben die für Lösungen gefunden, wie hat sich das angefühlt. Und dann eben auch diese kleinen Expertenberichte schon mal. Es ist relativ breit gefasst. Und dann gibt es dazu auch eine Webseite. Ich weiß jetzt nicht, ob Sie für das Thema das schon erweitert haben. Es ist nämlich der zweite Band. Also es heißt Mütter der neuen Zeit. Da gab es ein erstes Band, da ging es um Bindung und bindungsorientiertes, weiß ich nicht mehr genau. Und das ist jetzt der zweite Band, da geht es eben um die Bildungsmöglichkeiten. Und beim ersten Band haben Sie schon so eine Seite mit eben zum Teil der Leute, die da mitgeschrieben haben und die jetzt inzwischen auch solche Prozesse begleiten und da auch Beratungsstunden spenden. Wir sind jetzt gerade noch an einem ganz neuen Projekt dran. Wir überlegen wir sind dabei, ein Familienfestival zu organisieren für 2023 im September, dass man halt tatsächlich mal physisch vor Ort mit vielen Familien auch dann, also es ist zum einen für die Inspiration gedacht, also es gibt 2 große Festivaltage und abends Vorträge und dann aber auch, dass man mal die echte Möglichkeit hat, mit seiner Familie zusammen an einem Ort trotzdem tief in einen Prozess einzutauchen. Also wir haben dann 5 Tage, wo man in diesen von innen nach außen Prozess in verschiedenen Facetten, also es gibt verschiedene Schwerpunkte, als Eltern eintauchen kann, während es gleichzeitig für die Kinder Möglichkeiten gibt, was zu tun, beziehungsweise die Kurse sind so gelegt, dass eben jeweils ein Elternteil einen Kurs besuchen kann und das andere Zeit hätte, sodass man mal, weil sonst ist ja immer dieses Persönlichkeitsentwicklungsschiene ist ja immer, man muss alleine hinfahren und die Familie und dann kommt man zurück in seinen Alltag und dann hat man zwar ganz viele tolle Impulse, aber es ist halt so anders, als wenn man es einfach ganz alleine macht. Man kann es nicht so gut weitergeben, oder? Dann Ja, an die genau. Ja, genau. Geht es bei dem Festival dann um Bildung, Erziehung und sowas in der Richtung? Oder? Also das werden die Inspirationssachen außenrum sein. Also dafür wird es Vorträge, Workshops und sowas geben. Das wird alles so in so einem Schnupperformat sein, 1 bis 2 Stunden, denke ich. Und der Kern ist
auf verschiedene Themen runtergebrochen, dieses von innen nach außen zu üben, weil das ist, was dir am meisten hilft, dann in dieser ganzen inspirativen Welt deinen Weg zu finden. Also Persönlichkeitscoaching, holistisch das Ganze auch anzugehen. Ja, genau. Hat dieses Festival schon einen Namen? Also der aktuelle, wahrscheinlich bleibende Titel ist Momo und Cassiopeia Familienfestival. Okay. Weil Momo, ich weiß nicht, ob du es kennst, Momo von Michael Ende, das Buch. Ja, das kenne ich. Ja, genau. Und die Momo ist ja dieses Kind und die entdeckt ja, dass das total komisch ist, dass alle ihre Zeit sparen, die dann ja von den grauen Herren aufgeraucht wird. Und zusammen mit der Cassiopeia findet sie da einen Weg, um letzten Endes die ganze Welt wieder zu befreien und verliert dabei halt auch nie so ihren Lebensmut, ihre Lebensfreude. Und genau, deswegen ist es so diese Mischung aus Lebensfreude und Weisheit zusammen haben diesen Titel inspiriert. Ja, ich bin ziemlich begeistert, was diese Familie geschafft und geschaffen hat und wie sie anderen Familien dabei helfen, sich als Einheit zu transformieren. Für all jene, die nicht sicher sind, ob so ein Coaching etwas für sie ist, die beiden haben auch einen Schnupperkurs online gestellt, den ihr auf ihrer Webseite findet, in dem man lernt, wie man sich selbst und seine Familie von Glaubenssätzen befreit und lernt, seinen eigenen Weg zu finden. Also was mir gerade noch so einfällt, wir haben jetzt halt ganz viel von innen nach außen gesprochen. Für viele ist es immer so im ersten Moment sehr, sehr schwer greifbar. Ja, genau. Was ist das denn jetzt? Ja? Natürlich kann man ein bisschen genauer über Gefühle erklären, über Bedürfnisse, aber eigentlich geht es darum, dass man sich mal traut, da reinzugehen. Und wir haben oder sind gerade dabei, einen Schnupperkurs zu starten, der hoffentlich nächste Woche online geht. Wo man einfach mit 4 so kleinen Beispielthemen einfach mal dieses von innen nach außen ausprobieren kann, um zu sehen, was das mit einem macht. Und idealerweise, also sie sind alle so zugeschnitten dass sie hoffentlich so ein bisschen eher befreiend wirken und dass man sieht, was einem das helfen kann. Und der Witz, das ist nämlich immer das, was mich so stört an vielen Sachen, dass sie sehr viel Zeit brauchen und dass, wenn man dann Mutter von 4 Kindern ist, diese Zeit einfach selten zur Hand ist. Wir haben das Ziel von diesem Schnupperkurs ist, dass es so kurz und knapp ist, dass du es auch als vielbeschäftigte, arbeitende Mutter oder Vater oder überhaupt vielbeschäftigter Mensch in deinen Alltag integrieren kannst, damit du das einfach ausprobieren kannst, ohne diesen riesigen Hindernisschritt erstmal zu überwinden, dass du dir 3 Stunden am Tag Zeit nehmen musst. Also wir haben unserer Einschätzung nach müsste man so mit 10 bis 20 Minuten am Tag, und wenn mal einer ausfällt, ist es auch nicht weiter tragisch. Und es ist ausgelegt auf einen Monat. Also man kann es auch schneller machen, aber es ist eben extra so ausgelegt, dass man kleine Einheiten über einen Monat verteilt mit 4 Themen macht. Das heißt, das ist zeitunabhängig. Jeder kann das anschauen, wie er kann, mag. Ja. Ja. Findet ihr das auch auf eurer Webseite turtletrafo.de oder? Da wird der Schnupperkurs demnächst auch drauf sein. Also wahrscheinlich in einer Woche. Ja, das waren sehr viele inspirierende Inhalte. Wichtig für Familien, die Änderungen für sich und für ihre Kinder wünschen. Vielleicht war für euch was Inspirierendes dabei aus der Geschichte von Miriam und Markus, was ihr lernen könnt, das euch hilft, euren eigenen Weg zu finden. Schaut euch ihre Webseite an, turtletrafo.de, die ihr auch in der Beschreibung findet, und kontaktiert sie zu ihren Projekten. Wenn ihr Fragen habt zur akademischen Schullaufbahn eurer Kinder, euch für alternative Schulmethoden interessiert oder mit mir über eure Auswanderung sprechen wollt, ich freue mich, von euch zu hören und zu wissen, was für euch und eure Kinder besonders wichtig ist. Ihr könnt mich kontaktieren auf meinem Facebook, meinem Instagram, meiner E-Mail-Adresse alexandra@learnallover.com. Ich freue mich, von euch zu hören. Liebe Grüße aus Südamerika.